Wer im Gelände unterwegs ist, freut sich über ausreichend Bodenfreiheit, denn was auf der Straße noch nach Angeber aussieht, zahlt sich in verworfenem Terrain aus. Doch nicht immer reicht das Serienfahrwerk, um die unfreundliche Kontaktaufnahme zwischen Unterboden und Erde zu verhindern. Da hilft nur noch ein Umbau. Wir haben euch das schon mal beim Pickup gezeigt, als wir unseren Mitsubishi L200 höher gelegt haben. Das passiert an einem Tag, allerdings mit Profi-Unterstützung. Den Film dazu haben wir hier verlinkt. Jetzt aber wollten wir auch dem Budget Camper Marke Eigenbau mehr Luft nach unten verschaffen. So, schauen wir mal. Aktuell haben wir hier 16,5 cm unter dieser Hinterachse. Mal gucken, wie es am Ende aussieht. Ein echtes Plus an Bodenfreiheit gibt es nur mit größeren Reifen. Die bekommt der Ducato natürlich auch in Form neuer AT-Reifen. Die werden am Ende 3 cm mehr Luft bringen. Das ist aber noch der einfachste Part. Für den Bodylift haben wir, passend zum gesamten Projekt, die günstige Variante gewählt. An die Vorderachse kommen verstärkte Federn, die sollen 35 mm mehr Lift bringen. Das sind Cross-Country-Federn von MAD, kosten etwa 420 € das Paar. Der Satzdämpfer hierfür für den Fiat hat jetzt knappe 250 € gekostet. Das sind Bilstein B4. Neue Domlager gibt es auch noch dazu. Kommen wir an die Hinterachse. Da haben wir aus Budgetgründen das einfachste Modell gewählt, was funktioniert. Das sind Heavy-Duty-Federn, auch von MAD. Die kosten 351 € das Set. Die bauen wir als Zusatzfeder ein. Das heißt, normalerweise federt er über die Blattfeder. Und die kommt nochmal dazwischen. Wir starten mit der Hinterachse, denn die Arbeiten sind im Vergleich zur Front noch einfach. Rad ab, alte Stoßdämpfer weg, neue Federteller mit altem Gummipuffer verbinden, dann die Federbrieden lösen, vorher natürlich die Hinterachse sichern und die neuen Federn einbauen. Fertig, Achse hoch. Blattfedern wieder fest, neue Stoßdämpfer anbolzen, fertig. Übrigens, wem das hier zu schnell geht, kein Problem. Die ausführliche Version mit allen Einzelschritten findet ihr in unserem Kanal Explorer Garage. So gut es hinten flutschte, so ärgerlich wird es dann vorne. Wer denkt sich solche Autos aus? Ja, und das sind noch die netten Kommentare. Der Ausbau des vorderen Federbeins hat es in sich. Inklusive des freundlichen Zuspruchs mit dem Hammer. So, geschafft. Hat auch nur etwa doppelt so lange gedauert wie geplant. Auch beim Einbau solltet ihr stressresistent sein. Aber irgendwann ist auch das geschafft. Und auch wenn wir unser Ziel, das Ganze innerhalb eines Tages zu packen, knapp erreicht haben, nehmt euch einfach einen zweiten Tag Zeit. Am Ende heißt es dann messen. Jetzt haben wir hier 19,5, also ziemlich genau 3 cm. Also genau das, was wir erwartet haben. Keine Überraschung. Die Bodenfreiheit kommt hier ausschließlich über den Reifen, weil die Achse ja gleich bleibt. So, jetzt schauen wir noch mal hier vorne unter der Vorderachse. Da sind wir jetzt bei 29 cm. Das finde ich einen ziemlich amtlichen Wert. Damit kann man zufrieden sein, vor allem bei den 2.300 € an Materialkosten, denn das geht natürlich noch deutlich teurer. Was dann noch folgt, sind Achsvermessung und Abnahme. Und schon ist unser Ducato zumindest pistentauglich. Wenn ihr jetzt die ganze Schraubergeschichte zum Nachahmen in ausführlich sehen wollt, dann besucht mal unsere Explorer Garage.